Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite hier werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, es geht weiter. Tut mir leid, dass ich die letzten Sonntag keine Folge hochladen konnte. Familie stützt, Familie bindet, so ist es nun mal. Aber dafür hatte ich noch ein bisschen Zeit, meine Sachen einzustudieren, einzulesen. Ich habe natürlich wieder was vorbereitet. So, dann gehen wir mal weiter. Moment. Nee. Meine Güte, ich muss mich daran gewöhnen, dass es sehr viel weiter schon sind. Soweit. Hier. Genau. Heute sind wir ein Zeichen der Äpfel. So viel schon mal vorweg. So. Und die erste Sage heute heißt Uldarich und Wendelgard. Udalrich, Graf zu Buchhorn am Bodensee, der von Karl dem Großen abstammte, war mit einer Wendelgard, Heinrich des Voglers Nichte, vermählt. Zu seiner Zeit brachen die Ungarn in Bayern ein. Uldarich zog gegen sie, wurde aber gefangen von den Heiden und weggeführt. Wendelgard, die der Meinung war, dass er in der Schlacht tot geblieben, wollte nicht wieder heiraten, sondern begab sich nach St. Gallen, wo sie still und eingezogen lebte und den Armen Wohltaten erwies. Weil sie aber etwas verzärtelt worden war, trug sie immer das Verlangen nach süßen Speisen. Sie saß eines Tages bei Wiborath, einer frommen Klosterfrau, und bat sie um Äpfel. »Ich habe schöne Äpfel, wie sie arme Leute essen«, sprach Wiborath. »Die will ich dir geben«, und zeigte ihr wilde Holzäpfel. Wendelgard nahm sie gierig und biss hinein. Sie schmeckten aber so herb, dass sie ihr den Mund zusammenzogen. Sie warf sie darum weg und sagte, »Bah, deine Äpfel sind sauer, Schwester. Hätte der Schöpfer alle so erschaffen, so würde Eva keinen gekostet haben.« »Mit Recht führst du Eva an«, antwortete Wiborath, »denn sie gelüstete gleich dir nach süßer Speise.« Nach solcher Lektion errötete die edle Frau und tat sich hernach Gewalt an, entwöhnte sich aller Süßigkeiten, lebte streng und dürftig und erbat sich zuletzt vom Bischof den Schleier. Er wurde ihr gewährt, sie ließ sich einkleiden und lebte nach den Klosterregeln. Jedes Jahr ging sie einmal nach Buchhorn und beschenkte die Armen, um Uldarichs Gedächtnis zu ehren. Uldarich war aber unterdessen glücklich, nach den 4 Jahren verflossen, aus der Gefangenschaft entronnen, und es traf sich, dass er in Buchhorn gerade eintraf, als Wendelgard da war. Da stellte er sich an die Kirchentür unter die Bettlern, von denen er sich in der Kleidung wenig unterschied, und als er seine Gemahlin heraustrat, bat er laut um ein Kleid. Sie schalt, dass er so ungestüm fordere, gab ihm aber doch das Kleid, dessen er bedurfte. Er aber zog die Hand der Geberin an seine Lippen und küsste sie, voller Freude, seine Gattin wieder vor sich zu sehen. Aber das wurde ihm übel genommen, nicht nur von Wendelgard, sondern von allen Umstehenden, die ihm mit Schlägen drohten und über ihn herfallen wollten. Nun warf er seine langen Haare zurück, dass alle sein Gesicht sehen konnten, und rief, »Verschont mich mit Schlägen! Ich habe ihre genug ausgehalten, und erkennt euren Udalrich!« Da schrie alles vor Freude. Die meisten kannten ihn an der Stimme. Wendelgard bemerkte zudem an seinem Arme eine ihr wohlbekannte Narbe und war nun außer dem Zweifel, dass sie ihren tot geglaubten Gemahl vor sich habe. Sie hieß ihn von Herzen willkommen, führte ihn ins Haus, besorgte ihm ein Bad und Kleid. Dann gingen sie zur Kirche. Dabei sah er ihren Schleier und fragte sie, »Wer hat dich eingeschleiert?« Und als sie antwortete, »Der Bischof in der Kirchenversammlung«, sagte er, »Dann muss ich die Kirche erst bitten, dich mir als meine Gemahlin zurückzugeben.« Dies geschah. Der Bischof löste ihr den Schleier und es ward von neuem Hochzeit gefeiert. Sie erfreuten sich ihres Glückes noch lange Jahre. Ihr Sohn war der gelehrte und tugendhafte Burkhard. Ich habe mich im Weltnetz ein bisschen erkundigt. Die Sage geht ein bisschen weiter, aber ich schätze mal, man hat es rausgelassen, weil es für Kinder nicht geeignet ist. Wobei, da gab es schon schlimmere Stellen. Die gute Frau Wendelgard ist, bevor sie ihr Kind ausgetragen
hatte, ist sie gestorben. Ich glaube, sie wurde krank. Und man hat dann eben das Kind ihr aus dem Leib geschnitten und dann merkwürdigerweise in eine Schweinschwarte eingewickelt. Ich nehme mal an, eine frische Schweinschwarte, die warm war, um vielleicht den Bauch der Mutter nachzuempfinden. Ich weiß es nicht. Dennoch, das steht hier nicht drin. Ich schätze einfach mal wegen dem. Wobei, wer jetzt schon ein bisschen das Buch mitverfolgt, meine Folgen gesehen hat, da gibt es schon deutlich schlimmere Stellen als ein Kind aus dem Bauch schneiden. Ist ja heute oft gang und gäbe halt. Ne? Naja, gut, zur Sage noch, ich habe mir mal ein bisschen darüber nachgeschaut, was eigentlich Holzäpfel sind, weil das fand ich ganz interessant. Holzäpfel sind im Grunde Wildäpfel, die so in der Natur wachsen. Und die sind tatsächlich sehr anspruchslos, bedarfen wenig Wasser und können sowohl in Sonne als auch in Halbschatten wachsen. Und die sind unserer Temperaturen hier so gut angepasst, dass dass man die sogar hier auf dem Balkon einfach stellen kann. Die werden, entweder wird es zum Baum, aber meistens wachsen sie so im 4 bis 5 Meter hohen Sträucher. Und diese Äpfel sind tatsächlich äußerst herb. Äußerst herb. In einigen Kreisen werden diese Äpfel verwendet, um hochwertigen Apfelsaft nochmal so eine gewisse Note zu verleihen. Ja, aber nur den hochwertigen. Und das ist schon eine schöne Nummer. Und was ich noch gelesen habe, ist, dass nicht nur, dass diese, wie sage ich das jetzt? Ihr kennt doch sicher Eicheln. Klar, Eicheln, Nüsse, die von dem Baum fallen. Und wenn die von den Baum fallen, dann haben die noch solche Gerbstoffe in sich. Das heißt, die werden von Wildschweinen und anderen Tieren gar nicht gefressen, sondern sie werden, in der Regel lässt man das liegen, bis diese Gerbstoffe durch den Herbst bzw. durch den Winter dann ausgetrieben wird. Ja, also meistens durch den Herbst. Der Herbst ist ja äußerst regnerisch und dadurch werden die Gerbstoffe aus den Sachen rausgetrieben. Und bei den Äpfeln ist es zum Beispiel so, die sind sehr gut für die Umwelt, für die Tiere, für die Vögel, für die Insekten. Und es ist so, darum komme ich auf das Thema Nüsse, zu den Eicheln. Diese Äpfel werden genießbarer nach dem ersten Frost. Also sie müssen erstmal wirklich, es muss erstmal richtig kalt werden, damit die lecker sind, damit die genießbar sind. Also falls ihr einen Balkon habt oder einen Garten habt und ihr wollt einen kleinen Wildapfelbaum pflanzen. Die Pflanzen sind auch so, das sind so kleine Äpfel, ne? Die sind so klein, also man erkennt die, jeder hat die bestimmt schon mal gesehen. Und die wachsen einfach überall. Also super Sache eigentlich. Und die haben tatsächlich auch solche hellen Blüten dann im Frühling, wie ein ganz normaler Apfelbaum. Sind aber natürlich nicht mehr so interessant für die Wirtschaft, weil Kulturäpfel einfach saftiger sind, größer sind und nicht ganz so herb. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Sage. Die nächste Sage heißt Rudolf von Habsburg. König Rudolf war sehr einfach in seinen Sitten, trug gewöhnlich ein schlichtes graues Wams und flickte es im Felde selbst, wenn es Not tat. Einst, als er mit seinem Hoflager bei Mainz stand, ging er in einem einfachen Wams in die Stadt. Es war sehr kalt und er trat in das Haus eines Bäckers, um sich am Ofen zu wärmen. Die Bäckersfrau, die ihn für einen gemeinen Reitersmann hielt, wies ihn hinaus und schalt heftig auf den König, der mit seinem Kriegsvolk den Bürgersleuten so viel Last mache. Rudolf lachte und wollte nicht gehen. Da wurde die Frau so aufgebracht, dass er in den Topf Wasser nahm und ihn damit begoss. Ganz durchnässt ging der König ins Lager zurück. Mittags aber sandte er durch einen Diener der Frau einige Schüsseln mit Speisen und ließ dabei sagen, das schicket ihr der Soldat, den sie am Morgen so reichlich mit Wasser getränkt habe. Die Frau geriet in Verzweiflung, als sie jetzt erfuhr, wer der Mann im grauen Wams gewesen. Eilig lief sie in das Lager und warf sich dem König zu Füßen. Der aber hieß sie freundlich aufstehen und befahl ihr nur zur Strafe, die ganze Geschichte vor allen Anwesenden zu erzählen. Wie klug Rudolf als Richter zu verfahren wusste, zeigte folgende Begebenheit. In Nürnberg trat ein Kaufmann mit einer Klage gegen einen Gastwirt vor den König. »Ich habe den Wirte«, sagte er, »einen ledernen Beutel mit Geld gefüllt, in Verwahrung gegeben, und nun leugnet er frech den Empfang und will nichts herausgeben.«
als der Wirt, ein angesehener Mann in Nürnberg, desselben Tages mit anderen Abgeordneten vor dem König erschien, unterhielt sich Rudolf leutselig nach seiner Art mit jedem, und auch den Wirt fragte er nach Namen, Gewerbe und Familie. Dann, wie von ungefähr, lobte er den Hut des Wirtes und schlug diesem einen Tausch der Kopfbedeckungen vor. Der Wirt gab ihn also seinen neuen Hut und empfing den alten des Königs dafür. Der König aber sandte nun listig den Hut der Frau des Wirtes und ließ sagen, der Mann, dem der Hut gehöre, wünsche sogleich der Beutel mit den Goldstücken des Kaufmannes. Die Frau, die um die Unterschlagung wusste, gab ohne Besinnen den gestohlenen Beutel dem Boten, und es war nun dem König ein leichtes, den Spitzbuben zu überführen und zu richten. Dieser Rudolf von Habsburg, mich auch wieder erkundigt, wie immer, das war wohl einer, der war sehr kriegslustig. Also er musste sich sehr, sehr durchsetzen und er hatte einfach Lust auf Krieg und auf Kämpfen. Und er musste sich sehr, wie gesagt, sehr durchsetzen, weil es ja nicht einfach gewesen damals im Deutschen Reich, als das jetzt noch nicht so wie jetzt war, ne? Alles unter einem Banner. Und interessanterweise gibt es sogar ein Videospiel über ihn. Und zwar, das nennt sich Ancestry Legacy, irgendwie sowas. Ich zeige das mal hier. Und da gibt es mehrere Kampagnen. Da geht es einmal um die Wikinger, um die Angelsachsen, um die Deutschen und um die Slawen. Und in der Kampagne bei den Deutschen geht es genau um Rudolf von Habsburg. Was aber auch gut passt, weil er ja so verdammt viele Kriege geführt hat. Naja, ich weiß nicht, ich habe das Spiel selbst noch nicht gespielt. Das ist tatsächlich mit mir vorbeigegangen, einfach nur, weil ich in den letzten Jahren das Videospiele-Spielen etwas zurückgefahren habe, weil meine Zeit geringer wurde. Aber es soll wohl sehr brachial sein und sehr detailreich, was das Kämpfen betrifft. Also ein Blick ist es auf jeden Fall wert. So, gut. Dann machen wir weiter mit der nächsten Sage. Und die nächste Sage heißt Bedrückung der Schweizer. Es saß zu Saanen in Unterwalden einer von Landenbergen als kaiserlicher Vogt. Der vernahm, dass ein Landmann im Melchtal einen hübschen Zug Ochsen hätte, schickte einen Knecht hin und ließ die Ochsen holen. Die Bauern sollten selber den Pflug ziehen, ließ er sagen, er bedürfe der Ochsen. Der Knecht tat, wie ihm befohlen, und belegte die Tiere mit Beschlag. Der arme, fromme Landmann hatte aber einen Sohn, der diesen schmählichen Raub nicht leiden wollte, Gewalt der Gewalt entgegensetzte und dem Knechte mit dem Gab (Stocke) die Finger entzwei schlug. Der Knecht lief stracks zu seinem Herrn und beschwerte sich. Da wurde der Ladenberner zornig und schickte noch mehr Leute aus. Der gute arme Knabe dachte sich wohl, dass er nun büßen müsste, floh und entrann. Da fingen sie dem alten Vater, dem ließ der Herr die Augen ausstechen und nahm ihm, was er hatte. Einer von Schwyz, genannt Stöfficher, saß zu Steinen diesseits der Burg. Der hatte ein gar hübsches Haus erbaut. Da ritt auf einer Zeit Kriesler, Vogt zu Uri und Schwyz vorüber, rief den Stöfficher und fragte, wes die schöne Herberge wäre. Sprach der Mann, sie ist euer Gnaden und mein Lehen. Denn er wagte es aus Furcht nicht zu sagen, sie ist mein. Kriesler schwieg still und zog heim. Nun war der Stöfficher ein kluger, verständiger Mann, hatte auch eine fromme, weise Frau. Der nahm sich die Sache zu Herzen und dachte, der Vogt nehme ihm noch Hab und Gut. Die Frau aber, als sie ihn bekümmert sah, fragte ihn aus. Da sprach sie, das wird noch gut Rat. Geh und klage es deinen vertrauten Freunden. So geschah es, dass bald 3 Männer zusammenkamen. Einer von Uri, der von Schwyz und der Unterwaldner, dem der Vogt der Vater geblendet hatte. Diese 3 schwuren heimlich den ersten Eid des ewigen Bundes Anfang, dass sie wollten Recht mehren, Unrecht strafen, Böses niederrücken. Darum gab ihnen Gott Glück. Wenn sie aber ihre heimlichen Anschläge tun wollten, fuhren sie an den Mittenstein an ein Ende, das heißt in Bethlin, da tagten sie zusammen in Rütli. Es fügte sich, dass Kriesler, des Kaisers Landvogt, gegen Uri fuhr. Als er da eine Zeit wohnte, ließ er einen Stecken unter der Linde, da jedermann vorbeigehen musste, aufrichten, setzte einen Hut darauf und ließ einen Knecht dabei Wache tun. Darauf gebot er durch öffentlichen Ausruf, wer da vorbeiginge, solle sich dem Hute neigen, als ob der Herr selber zugegen sei,
Überfähre es einer und täte es nicht, dem wollte er mit schwere Buße strafen. Nun war ein frommer Mann im Lande, hieß Wilhelm Tell, der ging vor dem Hut vorüber und neigte sich kein Mal. Da verklagte ihn der Knechte, der des Hutes wartete, bei dem Landvogt. Der Landvogt ließ Tell vor sich bringen und fragte, warum er sich dem Strecken und dem Hute nicht neigte, wie er befohlen habe. Wilhelm Tell antwortete, »Lieber Herr, es ist von ungefähr geschehen. Ich dachte nicht, dass es Euer Gnaden so hoch achten würde. Wäre ich witzig, in Klammern besonnen, so hieß ich anders als Tell.« Nun war der Tell ein gar guter Schütze, wie man sonst keinen im Lande fand, und hatte hübsche Kinder, die ihm lieb waren. Da sandte der Landvogt hin, ließ die Kinder holen und fragte Tell, welches Kind ihm am das Liebste wäre. »Sie sind mir alle gleich lieb«, sagte Tell. Da sprach der Herr, »Tell, du bist ein guter Schütze. Man findet nicht deinesgleichen. Das wirst du jetzt bewähren, denn du sollst deinen Kindern einen Apfel vom Haupte schießen.« Der gute Tell erschrak, flehte um Gnade und bat ihm, solch zu erlassen, denn es wäre unnatürlich, dass ein Vater auf sein Kind entlege. Der Vogt aber zwang ihn und legte selbst den Apfel aufs Haupte des Kindes. Nun sah Tell, dass er nicht ausweichen konnte, nahm den Pfeil und steckte ihn in seinen Goller, in Klammern Halskragen. Den anderen Pfeil nahm er in die Hand, spannte die Armbrust und bat Gott, dass er sein Kind behüten wolle, zielte und schoss glücklich den Apfel von des Kindes Haupte. Da sprach der Herr, »Das war ein Meisterschuss. Aber eins wirst du mir sagen. Was bedeutet es, dass du den ersten Pfeil in den Goller stecktest?« Tell antwortete, »Das ist so Schützengewohnheit.« Der Landvogt wollte aber den wahren Grund hören und sicherte ihm das Leben zu, wenn er es sagte. Da sprach Tell, »Hätte ich den ersten Apfel gefehlt und mein Kind geschossen, so wollte ich euer mit dem anderen Pfeil nicht gefehlt haben.« Da das der Landvogt vernahm, sprach er, »Dein Leben ist dir zwar zugesagt, aber ein Ende will ich dich legen, da dich Sonne und Mond nimmer bescheinen.« Hierauf ließ er ihn fangen und binden und ihn denselben Nachen legen, auf den er wieder nach Schütz schiffen wollte. Als sie nun auf dem See fuhren, stieß ein starker Wind an, dass das Schiff schwankte und sie elend zu verderben meinten, denn keiner verstand das Fahrzeug recht zu steuern. Da sprach einer der Knechte zum Landvogt, »Herr, wenn ihr den Tell losbinden ließet, so möchten wir wohl aus der Not entrinnen, denn er ist ein starker Mann und er versteht sich wohl darauf, das Schiff zu steuern.« Da sprach der Landvogt zum Tell, »Willst du uns helfen und dein Bestes tun, so will ich dich lösen von deinen Banden.« Da sprach Tell, »Ja, gnädiger Herr, ich getraue mir's.« Also wurde Tell losgebunden, stand am Steuer und fuhr redlich dahin. Doch lugte er allenhalbe auf seinen Vorteil und auf seine Armbrust, die nahe bei ihm auf dem Boden lag. Als er nun an einen großen Felsvorsprung kam, den man noch heute die Tellsplatte nennt, riefen er alle zu, fest anzuziehen, dann hätten sie das Schwerste überwunden. Dann tat er einen Sprung auf die Platte samt seinem Schießzeug, stieß das Schiff weit von sich und lief durch den Walde bis Küsnach in die hohlen Gassen. Dort erwartete er den Herrn. Als der Landvogt mit seinen Dienern geritten kam, stand Tell hinter einem Busch und hörte allerlei Anschläge über sich, spannte die Armbrust und erschoss den Herrn. Bekannte Sage, sehr bekannte Sage, und ich habe da mal was vorbereitet. Ach, übrigens, da steht ja sogar noch was im Kleingedruckten. Das hätte ich fast unterschlagen. Es geht um den Griesler, in Klammern hier heißt es im Sternchen, sonst Gessler genannt. Im alten Volksspiel wird er in dem Volksliede, sonst Gessler genannt. Im alten Volksspiel wie in dem Volkslied wird sein Name nicht erwähnt. Okay. So viel dazu. Dann habe ich mal was vorbereitet. Ja. Der Wilhelm Tell, der Schweizer Nationalheld. In der Sage geht das jetzt nicht ganz hervor, aber der Herr Tell ist ebenfalls in dem Bunde der Stauffacher. Also in der Sage, wo die 3 Mann sich treffen und einen Bund schließen. In diesem Bund ist er ebenfalls. Naja, und dieser Bund, beziehungsweise Herr Stauffacher selbst, wurde während des Zweiten Weltkrieges zum Symbol der sogenannten geistigen Landesverteidigung der Schweiz. Was ist die geistige Landesverteidigung, fragt ihr euch? Nun,
Dies war eine Bewegung, die die wahrgenommenen Werte und Bräuche der Schweiz stärken und erhalten wollte, um damit totalitäre Ideologien abzuwehren. Oder anders gesagt, ein Teil des Schweizer Immunsystems ist angesprungen. Und ich finde diese Metapher recht treffend. Denn staatlich gesteuerte Propaganda, die damals von Seiten Deutschland und Italien auf den Schweizer einwirkte, wirkt wie ein mentales Gift, das selbst die Klügsten unter uns befallen kann, ohne dass es der Betroffene merkt. Und bevor sich jemand von euch zu sicher fühlt, das damalige deutsche Volk war eines der aufgeklärtesten Völker auf der Welt. Und trotzdem, obwohl gedemütigt durch den Ersten Weltkrieg, ließ sich dennoch von der NSDAP-Propaganda mitreißen und besiegelte das Leben und Schicksal von sich, uns, und damit meine ich euch und mich und den vielen Todesopfern der Welt. Tja, und wie bekämpft man Propaganda? Richtig, mit eigener Propaganda. Und dafür bot Herr Tells Tyrannenmord in der Hohlen Gasse und allgemein der Bund der Stauffacher eine ausgezeichnete Grundlage dafür. Ob nun durch Flugblätter, Radio, Bücher, Zeitschriften, ja sogar Kinofilme wurden gedreht dafür. Naja, als der ganze Spaß vorbei war, ging es mit dem Kalten Krieg weiter, dieses Mal aber gegen die Kommunisten. Allerdings wurde das Beharren auf die eigenen Werte zunehmend als eine Art Bunkermentalität wahrgenommen. Und darum wurde es im zivilen Bereich Stück für Stück runtergefahren. Also im Prinzip das, was man den Japanern heute vorwirft. Ihr wisst ja vielleicht, dass die Japaner sehr traditionell sind. Und das hat zwar Vorteile und Nachteile. Zum Beispiel, die haben einen Ausländeranteil von 1%. Und sie sehen auch in der Zukunft nicht ein, dies zu ändern. Naja, aber wo wir gerade beim heutigen Asien sind, wenn wir mal nach Nordkorea schauen, dann sehen wir diese Herangehensweise auf den vollen Anschlag gedreht. Also die Herangehensweise der Schweiz von damals. Die kapseln sich vollkommen ab und schützen sich. Also, ja, Diktatur. Ne? Ja, lang lebe Kim Jong-un. Ach, und wo wir gerade bei Korea sind, das südkoreanische Entwicklerstudio Gravity Corp hat in ihrem Videospiel Ragnarok Online einen Hut eingebaut, das an die Sage von Wilhelm Tell erinnert. Der Hut bringt ganze +3 Dext und ist somit perfekt für Bogenschützen geeignet. So. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge und bei Korrekt. Lasst uns lesen. Macht's gut. Tschüssi.